Ja, Freunde, da sind wir wieder zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge The Witness. Wir waren in der letzten Folge in dieser schönen klassischen Windmühle drin, haben unten leider verkackt beim Rätsel, weil wir haben noch keine Ahnung, wie es funktioniert. Oh, wer ist das denn? Eine schreiende Mutti. Eine schreiende Mutti ist da. Oh, jetzt leckt es gerade ein bisschen. So, jetzt ist vorbei. So, schauen wir, was wir hier noch so haben. Mehr Rätsel. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keinen Plan, was das für Rätsel sind. Hier sind überall solche Rätsel, aber... Oh, jetzt stecke ich hier fest. Jetzt kann er nicht mal da die kleine links runter, so. Hier sind überall solche Rätsel, aber was diese Rätsel auf sich haben, ich habe keine Ahnung. Leute, es ist einfach sauschwer. Ich habe es einfach mal auf Verdacht runtergeladen, weil ich dachte, ja, das sieht schon sehr amüsant aus. So ein kleines Open-World-Game, aber ha! Falsch gedacht, Freunde, falsch gedacht. Man muss hier Rätsel lösen, um irgendwas zu schaffen. So, die Rätsel habe ich alle schon gelöst. Die habe ich auch schon gelöst. So, jetzt haben wir aber hinten irgendwo gehabt, so ein Rätsel, wo ich nicht wusste, wie es funktioniert. Ich glaube, das war hier oben irgendwo, oder? Oh, nee, da hinten? Ach, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Meine Güte, ich verdorf mich ja da voll. Ja, doch, hier war das ja. Genau, hier irgendwo war das. Halt. Irgendwo hier ging noch eine Tür rein. Nach links, rechts, irgendwo. Ja, hier habe ich gestartet, genau in der ersten Folge. Aber irgendwo hier ging noch ein Weg rein zu einer Tür mit Geheimkodex. Da. Genau. So, dann wollen wir mal schauen. Wir müssen die Schwarzen alle einsammeln. Die Weißen von den... Wie wollen wir das hier einstellen hier? Die Weißen von den Schwarzen trennen. Genau so. 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 Nee. Okay, irgendwo war jetzt der Fehler. Genau da habe ich ihn schon entdeckt. Und da werden wir dann nochmal probieren. Okay, hier können wir schon mal nicht anfangen. Dann fangen wir doch mal hier an. So. Machen wir es mal so. So. So, das ist auch falsch. Es ist schon... Ja, es ist schon sehr schwierig. Muss man schon sagen. Und wenn man das Rätsel hier gelöst hat, dann ist man echt... Ich glaube, dann ist man der King. Nee. Da oben die Schwarzen sind auch noch zum Trennen. Machen wir es mal so. So. Ah, shit. Ah. 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 Ne, es geht alles nicht.
Das sieht alles ziemlich suspekt aus. Der Schwarze da unten. Der da. Der Schwarze da unten. Der stört. Ansonsten wäre es ja voll einfach. Aber der Schwarze da unten, der stört irgendwie. Also mal so. So. Nee. Hä? Auch nicht. Okay, es ist entweder der Schwarze oder der Schwarze. Einer von beiden steht immer. Und ich habe nur 4 Anfangspunkte. Und ich glaube, bei der ist der gescheiteste von allen, schätze ich. So, die 2 Schwarzen haben wir an einer Bahn. Dann haben wir den Weißen da auch. Ah, das mit dem... So, jetzt haben wir die 2 Weißen da drin. Machen wir die noch damit rein. Der Weiß ist jetzt einzeln. Ich glaube, das ist nicht gut. Nee. Jetzt haben wir die Weißen mit den Schwarzen da drin gehabt. Das ist schon... Boah, scheiße schwer. Ich glaube, mit denen anfangen wäre, glaube ich, das Einfachste. Das ist der Weiße wieder einzeln. Ah. Ja, nur jetzt haben wir keinen... Jawohl, jawohl, genau so wollten wir das. Die geheime Tür ist offen. Was ist das? Was ist das? Wo bin ich hier überhaupt? Was ist denn das hier? Wie kriege ich das jetzt auf? Gibt es hier noch mehr Tasten, die ich drücken kann? Haben wir irgendwie in den Settings irgendwas? Subtitles? Oh yes. Jetzt ist die geheime Tür offen. Ah. Ah. Und ist es jetzt so richtig oder so?
Ich glaube so, also wie so ein W. Eine Schlange. Ich muss mal schnell ein Foto mit Handy machen. Einen Moment, damit ich mir das merken kann. So, ich glaube, wir stellen uns jetzt mal so hin. Ich stelle mir jetzt einfach mal so hin und mache mal so ein Foto. So, jetzt habe ich mal ein Foto gemacht. Und jetzt schauen wir doch, jetzt rennen wir doch mal. Da. Jetzt gehen wir doch gleich nochmal dahin zur Windmühle. Und machen diese Tür auf, die unten ist. Da muss man den Weg finden. Da hinten war das, genau. Da ist die Windmühle gleich. So, ich bin schon ganz aufgeregt, ganz aufgeregt. Oh, da ist die Windmühle. Ich bin gleich mal gespannt, was da passiert. Oh, der Teich, den haben sie ja geil gemacht. Ja, das sieht schon geil aus. Da haben sie sich echt was überlegt, die Leute. So ein Spiel habe ich schon noch selten gesehen, echt. So, jetzt gehen wir da gleich mal runter. Wo bin ich jetzt? Runter. Ah, da. Genau. Ab in den Führerbunker. Ich habe nichts gesagt. Nicht, dass sich einige Leute wieder aufregen hier. So. Jetzt schauen wir doch mal. Das Foto. So. 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 Nee. Ah. Well, that's no better a solution than any of the others, is it? So, in the end, have we learned anything from this look at why the world turned out the way it did that's of any use to us in our future? Something, I think. That the key to why things change is the key to everything. How easy is it for knowledge to spread? And that in the past, the people who made change happen were the people who had that knowledge, whether they were craftsmen or kings. Today, the people who make things change, the people who have that knowledge, are the scientists and the technologists who are the true driving force of humanity. And before you say, what about the Beethovens and the Michelangelos? Let me suggest something with which you may disagree violently. That at best, the products of human emotion, art, philosophy, politics, music, literature, are interpretations of the world that tell you more about the guy who's talking than about the world he's talking about. Second-hand views of the world, made third-hand by your interpretation of them. Things like that, as opposed to this. Know what it is? It's a bunch of amino acids, the stuff that goes to build up a worm or a geranium or you. This stuff's easier to take, isn't it? Understandable, got people in it. This scientific knowledge is hard to take because it removes the reassuring crutches of opinion, ideology, and leaves only what is demonstrably true about the world. And the reason why so many people may be thinking about throwing away those crutches is because, thanks to science and technology, they have begun to know that they don't know so much, and that if they are to have more say in what happens to their lives, more freedom to develop their abilities to the full, they have to be helped towards that knowledge that they know exists and that they don't possess. And by help towards that knowledge, I don't mean give everybody a computer and say, help yourself. Where would you even start? No, I mean trying to find ways to translate the knowledge, to teach us to ask the right questions.
See, we're on the edge of a revolution in communications technology that is going to make that more possible than ever before. Or, if that's not done, to cause an explosion of knowledge that will leave those of us who don't have access to it as powerless as if we were deaf, dumb, and blind. And I don't think most people want that. So what do we do about it? I don't know. But maybe a good start would be to recognize within yourself the ability to understand anything, because that ability is there, as long as it's explained clearly enough. And then go and ask for explanations. And if you're thinking right now, what do I ask for? Ask yourself if there's anything in your life that you want changed. That's where to start. Okay, wir haben James Burke reden hören. Es ging um, was hat er gesagt? Ja, es ging halt um die Welt, dass man halt Sachen leichter versteht, so wie die Mona Lisa, als Sachen, die wirklich wichtig sind, so wie genetische Ereignisse. Ja. Well, that's no better a solution than any of the other. Okay, das haben wir schon mal gesehen. Okay, ja Freunde, das war's für diese Folge. Wir haben James Burke reden hören über gestern, heute, was war das? Gestern, morgen und du. Und wie es weitergeht in der nächsten Folge, sehen wir beim nächsten Mal. Wenn ihr mehr sehen wollt, sagt Danke, gebt mir einen Daumen hoch und kommentiert natürlich auch, teilt das Video. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, Freunde. Ciao und tschüss.